Unser letzter Besichtigungstag an der deutschen Ostseeküste widmet sich nun der westlich Rügens gelegenen Halbinsel Fischland Darß-Zingst, welche ursprünglich aus 3 Inselkernen bestand, die sich durch natürliche Versandung bzw. Brücken im Laufe der Zeit zusammenschlossen. Zunächst besuchen wir den Ort Zingst, wo wir wie üblich einen Spaziergang entlang der Hauptpromenade in Richtung Meer unternehmen. Auch an diesem Tag erfreuen wir uns bereits auf der Anfahrt über den ungewohnten Anblick endlos scheinender Alleen. Ungewöhnlich sind auch die wegen ihrer Wuchsrichtung Windflüchter genannten Mehlbeerbäume. Nach der Durchfahrt durch eine Reihe angenehm ländlich geprägter Ortschaften erreichen wir die Verbindungsstraße, welche die Boddengewässer durchschneidet und uns schließlich nach Zingst führt. Sehr gerne überzeugen wir uns bei einem Spaziergang durch das bekannte Ostseeheilbad davon, dass die originelle Eigenwerbung halb Insel, halb Paradies dem Ort und seiner Umgebung gerecht wird. Wenig Rummel und außerordentlich klares Wasser scheinen hier zu den besonderen Vorzügen von Zingst zu gehören. Nach dem geruhsamen Aufenthalt in dem zentral auf der Halbinsel gelegenen Ort Zingst geht es nun lediglich knapp 10 Kilometer weiter nach Westen, wo wir der bekannten Seemannskirche zu Prerow einen Besuch abstatten werden. Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Eingang zu dem parkähnlich gestalteten Kirchengelände mit seinem gepflegten Friedhof. Der hölzerne Turm der 1728 erbauten Kirche diente den Seeleuten als Peilpunkt auf dem Weg von der Ostsee zum Hafen von Prerow. Auch das Innenleben der Kirche lässt keinen Zweifel daran, dass Fischland Darß-Zingst einmal Land der Kapitäne und Seeleute war. Neben den Modellschiffen gehören vor allem der Kanzelaltar sowie die Taufkapelle zu den kostbarsten Schmuckstücken der Kirche. Auch für einen geruhsamen Spaziergang durch den sehenswerten Außenbereich der Kirche bleibt im Anschluss noch etwas Zeit. Mit der Überquerung des Prerow-Stroms geht es nun weiter in den Mittelteil der Halbinsel, den Darß. Eine langsame Durchfahrt durch den sehenswerten Ort Born liefert dabei erste nachhaltige Eindrücke. Wenig später machen wir Halt in dem Künstlerort Ahrenshoop, wo sich ein ausgiebiger Rundgang als außerordentlich lohnend erweist. Trotz der durchgehend reizvollen Landschaftsbilder entlang der Hauptstraße ist ein Abstecher in den staatlich anerkannten Erholungsort Born unbedingt zu empfehlen. Ländliche Ruhe und ausnahmslos sehenswerte Anwesen beidseits der Straße, häufig noch durch künstlerisch gestaltete Haustüren aufgewertet, schaffen hier ein besonderes Ambiente.
Nach kurzer Weiterfahrt erreichen wir nun bald das Ostseebad Ahrenshoop. Angezogen von der idyllischen Landschaft zwischen Ostsee und Bodden, gründete eine Reihe von Künstlern im Jahre 1892 hier eine Künstlerkolonie. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, uns hiervon einen Eindruck zu verschaffen. Auch viele der Anwesen sind geschmackvoll in die Landschaft integriert und entsprechen kleinen Kunstwerken per se. Natürlich darf auch ein Besuch des Strandbereichs nicht fehlen, der sich hier durch eine besonders entspannte Atmosphäre auszeichnet. Unser Rundgang schließt sich mit weiteren Impressionen architektonischer und gestalterischer Highlights. Bereichert durch viele bleibende Erinnerungen verlassen wir nun den Dars über die 10 Kilometer lange Landbrücke Fischland in südlicher Richtung. Auf der Rückfahrt nach Rügen bietet es sich natürlich unbedingt an, der auf dem Weg liegenden Hansestadt Stralsund mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten noch einen kurzen Besuch abzustatten. Danach kehren wir über die Rügenbrücke zu unserem Standort zurück, von wo aus wir am nächsten Tag die Heimreise antreten werden. Schon vor der Ankunft in Stralsund fällt unser Blick auf die Marienkirche, die das Stadtbild schon von weitem dominiert. Die Backsteinbasilika aus dem 14. Jahrhundert ist ein Hauptwerk der norddeutschen Spätgotik. Einzigartig ist der monumentale Westbau mit seinem mächtigen Turmmassiv. In ihrem Inneren vermittelt die 100 Meter lange und 33 Meter hohe Kirche einen gewaltigen Raumeindruck. Im Zentrum des hohen Chores beeindruckt der Marienkrönungsaltar aus dem 15. Jahrhundert. Die von Friedrich Stellwagen geschaffene Hauptorgel aus dem Jahr 1659 gehört zu Norddeutschlands bedeutendsten Barockorgeln. Bei unserem anschließenden Spaziergang durch den mittelalterlich geprägten Stadtkern fallen sofort die stattlichen Bürgerhäuser ins Auge, die mit ihren unterschiedlichen Giebelformen von der Blütezeit der Stadt zeugen. Nun haben wir den alten Markt erreicht, der an seiner Südseite vom imposanten Rathaus der Stadt dominiert wird. Mit seiner Schaufassade in Backsteingotik gehört es zu den bedeutendsten Profanbauten des Ostseeraums. Im Inneren des Gebäudes offenbart sich ein interessanter Stilmix. Besonders sehenswert ist hier vor allem der Blick auf das barocke Westportal der Nikolaikirche. Danach verlassen wir das Rathausgebäude in Richtung Alter Markt und sehen uns weiterhin in der UNESCO-geschützten Altstadt mit ihren sehenswerten Baudenkmälern um. In unmittelbarer Hafennähe findet man die älteste Kneipe der Stadt aus dem Jahr 1332.
Direkt gegenüber blickt man auf das ehemalige Segelschulschiff Gorch Fock, das seit 2003 an seinem alten Heimathafen Stralsund liegt und besichtigt werden kann. Mit einem letzten Blick auf Hafen und Fährbrücke geht unser Aufenthalt an der Ostseeküste zu Ende.